Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube. Auch wenn ihr nicht wisst, wo ihr gelandet seid, weil, ja, ihr könnt den hübschen Mann, den ihr gerade vor der Kamera seht, nicht so ganz erkennen, weil irgendwie mehr Gesicht da ist als sonst. Aber dafür erkennt ihr vielleicht den Spezialgast des Universums, Dana Rolle. Ja, hier, genau. Ich habe gehört, das hat mein Kollege gesagt, Rahim heißt er, der normalerweise hier sitzt, dass ihr bei 100.000 euch irgendwann mal in der Mitte vielleicht trifft und unsittlich berührt mit der Zunge. Okay, alles klar. Gut, vielen Dank. Ja, wieder Wer weiß, könnt ihr bei den 100.000 sehen, also. Ja, ich bin ja der gut aussehende jüngere Zwillingsbruder und intelligentere vor allen Dingen und viel sympathischer und vor allen Dingen talentierter. Und bodenständiger. Viel bodenständiger und objektiver, viel objektiver in den Analysen. Zwillingsbruder von Rahim, das wollte ich sagen. Ich hatte einfach nur wieder einen kleinen Unfall im Badezimmer, wieder einmal. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht erst wach werden, Kaffee trinken, wach werden, also erst aufstehen, Kaffee, wach werden, also so ganz genau habe ich die Reihenfolge. Ich sollte es mir mal aufschreiben und dann erst rasieren vielleicht, ja. An die Badezimmertür kleben, damit du Bescheid weißt, was zu tun ist. Naja, aber ich muss irgendwo anders, weil wenn ich nicht wach bin, dann kann ich nicht lesen. An die Schlafzimmertür kleben, an die Kaffeemaschine und an die Badezimmertür. Ja, aber so schlimm finde ich es gar nicht. Ich muss sagen, selbst jetzt im Winter, ich finde das irgendwie so oder so, ich finde das einfach erfrischend. Ist nicht kalt? Nee, gar nicht. What? Ich wundere mich auch total, ich finde es total befreiend, erfrischend. Meine Haut fühlt sich auch irgendwie richtig gut an drunter. Möchtest du wieder eine koreanische Tuchmaske, jetzt ohne Bart? Oh, stimmt, das letzte Mal hatte ich einen Bart. Ja! Hast du noch welche? Ich habe noch welche. Du hast noch welche? Ja, weil Verena hatte doch welche mitgebracht, als sie mit Hendrik hier war. Ja. Ich dachte, vielleicht hast du es schon benutzt. Nee, ich habe noch welche. Ja, nochmal Grüße gehen raus an Verena und Hendrik. Ja, vielleicht sollten wir das einfach wirklich nochmal ein Video machen, wie ich das ohne Bart benutze, weil das letzte Mal das meiste ist einfach am Bart hängen geblieben. So. Und vielleicht in einem Livestream? Ja, in einem Livestream, wo wir uns BTS anschauen, weil ich habe mir nämlich überlegt, weil so viele Leute haben mich die letzten Tage, nicht so viele, 2, 3, haben mir wieder DMs geschrieben, also die ich gelesen habe. Ja. Das kommt ja noch dazu, weil die letzten Tage war auch noch ein bisschen was anderes los auf Instagram, weil manchen Leuten langweilig ist. Auf jeden Fall die von dem Album, die Sidetracks, haben wir noch nicht gehört. Und die Leute haben nachgefragt, wann wir uns die anhören. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie soll ich das denn machen? Weil auf YouTube wird es entweder sofort gesperrt oder es ist einfach ein viel zu langes Video. Deswegen habe ich gesagt, es wäre geil, sowas im Livestream zu machen. Und sowas geht am besten auf Twitch, weil da auch mit der ganzen Copyright-Regulierung und so weiter ist alles ein bisschen, ich sag mal, angenehmer, lockerer. Und jetzt weiß ich aber auch nicht, wie viele Leute hier von euch Twitch haben als allererstes und dann noch Bock haben, dass wir so einen BTS-Livestream machen, wo wir dann die Sidetracks von dem letzten Album... Listening Party mit Korea Beauty Masks. Genau, weil geil! Oh, und dann noch mit Korean Food. Und richtig Korean Night, ey! Und dem Schnaps Soyun dann noch... wie heißt es? Ja. Soju? Nee, das hab ich vergessen. Ja. Ich auch. Ich weiß nur, wie man ihn trinkt, nicht wie man ihn ausspricht. Quatsch. So oft trinken wir den gar nicht. Eigentlich trinken wir den immer nur... Soju. Nee. Soju, ja. Soju. Und die Marke hieß Chungchurum. Ja. Trinken wir den, wenn dann nur aus feierlichen Gründen oder Anlässen, wenn wir da bei unserem Koreaner des Vertrauens sind. Soll ich nochmal Werbung machen? Nein, da sind genug Leute. Doch, sag mal noch, wie heißt der nochmal? Gogi Matcha. Gogi Matcha, so, Grüße gehen raus. Hier in Köln, einfach bestes koreanisches Essen, wenn ihr in Köln seid, geht zum Gogi Matcha, der ist direkt am Hauptbahnhof. Wir sind nicht gesponsert von denen, aber es sind auch super liebe Leute dort und das Essen ist wirklich fantastisch. Normalerweise meistens so an meinem Geburtstag gehen wir da eigentlich immer essen, wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre schon. Ja, stimmt. Witzigerweise, noch bevor wir groß K-Pop gehört haben. Und haben da dann immer schön den einen oder anderen Schnaps getrunken. Gefiestet. Ja, also Livestream, BTS Sidetracks, weil wir haben das Album zugeschickt bekommen. Müsste irgendwo noch einen CD-Player rauskramen. Und das Gleiche dann aber mit Mamamoo. Ja, also jetzt erstmal nur mit BTS, weil wir speziell die Sidetracks da ja haben. Ja.
Aber mit Mamamoo hat mir auch jemand geschrieben. Also können wir auch einen Mamamoo-Livestream. Und da haben wir auch, anders da haben wir doch auch das Album. Ja, eben, deswegen. Ja, genau. Aber BTS jetzt, weil wir das zuerst zugeschickt bekommen haben und ich gerade zuerst, weil mir gerade da zuerst Leute geschrieben haben. Und die Gesichtsmasken. Ja. Und das Essen. Ja. Das müssen wir dann aber irgendwann am Wochenende und so weiter machen. Ja. So ein Wochenend, Freitagabend, Samstagabend. Freitag, Samstag oder Sonntagabend. Na, Nicht? ich glaube, ich finde es cool, so Freitagabend, wenn wir... schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Wir stimmen uns da ab. Und dann machen wir da echt so einen gemütlichen K-Pop oder Korean Night einfach. Korean Night. Eben sowas. Ja, wir überlegen uns das noch. K-Night. K-Night und geben dem Ganzen einen schönen Formatnamen und machen das dann auf Twitch. Und ich weiß nicht, ob wir dann einen Zusammenschnitt vielleicht wenigstens hochladen können. Ja, bestimmt. Auf YouTube. Das Ding ist halt nur wegen den Copyright-Sachen. Sonst könnte man parallel auf YouTube und Twitch streamen, aber es ist nur wegen Copyright. Und wir müssten das auch sowieso, weil hier das Internet schlecht ist in der Innenstadt hier in Köln, würden wir es von zu Hause aus machen. Also würde alles auch ein bisschen anders vielleicht aussehen. Jetzt haben wir so viel angekündigt und uns überlegt, was wir uns gerade überlegt haben, was wir noch nicht ausgeplant haben, aber vielleicht habt ihr Bock. So, ich habe mir jetzt überlegt, weil es gerade eben auch jemand geschickt hat heute hier von BTS, die Live-Performance bei den Melon Music Awards heißt das, ne? Nee. Mama? Ja? Nee, das sind die anderen. Melon Music Awards ist MMA. Okay. Achso, das ist auch in Hongkong hier. Okay. Ja. Auf jeden Fall hat mir das jemand geschickt und hat gesagt, wir sollen uns das angucken. Und hatte ich mit Simon Will schon angeschaut, das Musikvideo. Ein sehr cooler Track und Wird hier verlinkt. super eingängig auch. Selbst Simon, der nie K-Pop gehört hat oder der hat's voll gefeiert. Der hat's mega gefeiert. Der war nur ein bisschen irritiert von der Schönheit. Von dem überguten Aussehen der Member. Aber ja, so ist das in der K-Pop-Welt. Darf auch nur beneidet werden. So. There's no such thing as too pretty. Nee. Okay, los geht's. Wir haben viel zu viel gequatscht. Oh. Wir laufen schon wieder. Wir sind doch schneller geworden, jetzt schnell. werden wir langsamer. Los. Oha, ich bin gespannt. Oh. Vampirmodus oder was? Das war Ende von einem vorherigen Song wahrscheinlich. Ja, ich kann mich an... Bei irgendeinem Musikvideo hat man das doch gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches, aber wir haben es gesehen. Wie episch, ey. Waren die mit dabei? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, genau. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Das ist ein riesen Venue. Aber darf ich sagen, dass noch krasser wäre, wenn an der Seite wirklich so Feuer hochkommt? Kommt bestimmt noch. Ja. Was ist das für ein riesen Stadion, oder? Alter. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ja, genau. Ist nicht Taemin? Hä? War es nicht Taemin im Publikum? Ja, genau.
Oh mein Gott. Run it up. Hey, turn it up. 새벽이 가득했지. 그냥 살아도 돌보리 저기해. 이 마음 하는 걸. 스쳐 숨정거려라 사람인데. 이대로 살아. 짱일 거야. 애쓰지 좀 말아. 저도 괜찮아. Everybody say la 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 la. Everybody. Oh mein Gott. Der war echt geil, der Track. Die Performances von denen sind so geil immer. So on point halt wieder mit der Attitude. Performance. Oh, shit. Energie. Und die singen ja auch live über Splavic. Oh mein Gott. Ja, genau. Das ist ein Riesenstadion, oder? Das ist für so ein... Ja. Was ist das? Guck mal, wie viele... Auch hinten die ganzen Tänzer. Die haben doch 100 Tänzer locker da. 200. Sind das Tänzer oder Ja. Fans hinten? Das sind doch auch Tänzer. Oh, Abriss, ey. krass. Das sind wirklich Tänzer. Da muss so eine Energie sein in diesem Stadion. Das muss so wie so eine fette Basswelle da durchgehen. Shit. Oh mein Gott, wie Abriss dieser Song ist. Ja, ach so, ja. Ich hätte es also fast vergessen, wenn ich es nicht gerade eben nochmal gehört habe. Das ist echt ein super Power-Abriss-Song. Das ist so krass. Aber ich erinnere mich dran, als wir es mit Simon uns das erstmal angeschaut hatten. Wir dachten auch so, yo, Alter, voll Abriss. Also richtig, richtig krass. Hammer-Song. Hammer-Performance aber auch. Das Einzige, was gefehlt hat, ist echtes Feuer. Aber ich kann mir vorstellen, warum sie es nicht gemacht haben. Ich habe es schon gedacht, als du es gesagt hast, dass es geil wäre, wenn echtes Feuer da wäre. Guck dir mal an, wie viele Menschen in dieser Halle drin und das sitzen ist sehr, und stehen. sehr nah auch. Und es ist super nah dran. Guck mal, wie nah dran die tatsächlich sind. Ja. Da irgendwelche Geschichten mit offenem Feuer und so, vielleicht lieber nicht. Und da muss man sagen, ist das trotzdem, wenn nicht sogar cooler geworden, hier mit den Cubes in der Mitte. Das war geil, ja. Ja, und dann hinten, nice. hinten komplett. Guck mal, die haben sogar auch die Beleuchtung hier rundum. Geil. Ach komm, wie viele Menschen sind denn da bitte in diesem Stadion? Das sind ja locker 20.000, oder? Ich sag 35.000. Also wenn du überlegst, die Lanxess Arena hier in Köln oder Lanxess Arena, 15.000, glaube ich. Ah, ja, okay. Das sieht hier auf jeden Fall, weil es sind ja nicht nur die Ränge und so, sondern auch wie unten, also ich weiß nicht, also 15.000 bis 20.000 sind es bestimmt. Locker. Ja, und dann hier hinten aber auch die ganze Videowand. Leute! Ach, das war echt krass, dass sie so viele Tänzer hier hinten noch drin haben. Das sind ja locker 100 Leute. Ja, Mann. Krank. Das sieht schon, du musst überlegen, wie viel Meter ist das? Es sieht aus, als ob es 10 Meter hoch wäre. Das ist bestimmt. Guck mal, wie hoch Das ist bitte bestimmt. diese Videowand ist. Das sieht einfach mega geil aus.
Ja, die Choreo, gerade in der Hook, hast du halt gesehen, wie perfekt die Jungs da abgestimmt sind, wie krass die da in Sync tanzen und das auch noch mit einer Energie performen. Und man sieht, dass die vorher schon einige Songs performt haben. Weil die waren ja schon patschnass Die waren schon patschnass und trotzdem haben die hier noch so viel Power reingegeben und noch live gesungen alle. Man muss sagen, das Video, also das YouTube-Video selbst ist ein bisschen leise. Deswegen habe ich uns mittendrin kurz mal auch ein bisschen leiser gedreht. Und dass hier insgesamt das Playback auch relativ, also ich finde von Mischverhältnis, das Playback ist relativ leise insgesamt, auch so, dass man die Jungs halt so wie ein bisschen zu laut on top hört. So. Also man hört, dass sie einfach on top singen. Aber ja, ich denke vor Ort. Man kann eigentlich nur beneiden, dass man nicht vor Ort war, weil ich glaube, vor Ort muss das einfach wie so eine komplette Welle gewesen sein, die einen da voll mitgenommen hat. Also richtiger Abriss. Mega, mega geil. Ja, ist ja einfach das schon, ne? Also, und dann, wenn du noch in der Hook landest, ist ja vorbei. Das ist echt live. Aber das ist halt auch krass, was die für eine Attitude haben und mit dem Vibe so voll in dem Song sind. Volle und es wirklich zu 100% rüberbringen. Ja, guck mal, diese Aggression, dieses Kräftige bringt Sugar. Ja. Hier so auch volle Kanne noch mit. So. So krass. Ich liebe den Pre-Chorus hier, ne? Weil das ist ein super geiler Kontrast ist zu den Parts vorher und nachher. Das ist echt geil. Mega. So stark. Boah, ey. Boah, das muss so krass ausgesehen haben mit den Flammen. Vor allem, wenn du überlegst, wie groß diese Videowand ist. Stell dir vor, du stehst wirklich so vor denen, also hier vorne irgendwo. Das ist doch locker 7 Meter hoch. Ja, und dann sind die genau hier in der Hook und dann kommen auf der Videowand noch diese Flammen so hoch. Guck dir das mal an. Boah, das ist schon heftig. Die reißen sich nur zusammen, weil die wahrscheinlich keinen Platz mehr haben. Ich habe mich auch erst gefragt, so, die sind aber so voll gechillt und ruhig, aber das ist wahrscheinlich so gequetscht. Ja, siehst du. Die stehen da gerade so. Ja, hier, du siehst direkt vorne ging gar nicht, aber hier so an der Seite oder so. Heftig. Ja, mega geil. Vielen Dank für den Vorschlag, dass wir uns das anschauen. 2016, krass. 65 Millionen, wow. Okay, Wahnsinn, okay, krass. So, ich würde sagen, wir haben schon wieder ziemlich viel hier überzogen. Wir machen mal schnell hier mit meinem frischen Gesicht heute. Was machen wir denn? Ich weiß auch nicht. Wie können wir denn Feuer nachmachen? Ich kann uns Feuer in die Augen machen. Oh. Aber meine Augen sind schon Feuer heute. Guck mal. Oh, stimmt. Passend zum Song. Feuer. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie alles Mögliche rund um Fashion und Beauty macht. Aber ich muss sagen, so ein bisschen anders. Ja, würde ich auch sagen. Tschüss.